In diesem Video möchte ich euch eine leichte Möglichkeit zeigen, wie man mit einem möglichst geringen Risiko jeden Monat eine Dividende kassiert und warum Dividenden so interessant sind. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Star-Investor Warren Buffett und die Coca-Cola-Aktie. Dieses Märchen wurde schon oft erzählt und ich möchte passend zum Thema Dividende gerne darauf eingehen. Buffett ist bereits seit 1998 in Coca-Cola investiert und hat seitdem seine Position immer mal wieder ausgebaut. In etwas über 30 Jahren hat er so Aktien für knapp 1,3 Milliarden Dollar gekauft und findet nun 400 Millionen Coca-Cola-Aktien in seinem Depot. Im Schnitt zahlte er 3,25 je Aktie. Als Dividendenaristokrat zahlt Coca-Cola in jedem Jahr eine höhere Dividende. Aufgrund des niedrigen durchschnittlichen Kaufkurses von 3,25 je Aktie hat Warren Buffett eine Dividendenrendite von 54%. Diese dürfte sich in den kommenden Jahren durch die steigende Dividendenausschüttung von Cola noch weiter erhöhen. Nun verrate ich dir, wie du bei möglichst geringem Risiko in jedem Monat eine Dividende kassieren kannst. Um dies zu ermöglichen, erstellen wir ein Depot mit 3 verschiedenen ETFs. Dabei sollte man auch beachten, dass Einzelaktien mit einer hohen Dividendenausschüttung nicht das einzige Kriterium sein sollte. Besonders deutlich wurde dies in der Corona-Krise, als viele Unternehmen ihre Dividendenzahlungen eingestellt hatten. Der S&P 500 High Dividend Index zum Beispiel schüttete für die Jahre 2019 und 2020 weniger Dividende aus, da etwa 36% der enthaltenen Unternehmen ihre Dividende gekürzt hatten. Bei den Dividendenaristokraten waren es gerade einmal 7%. Um nun durch eine ETF-Anlage in jedem Monat eine Dividende zu kassieren, packen wir mal folgende 3 ETFs hinein. Als ersten Kandidat nehmen wir den iShares Stocks Global Selected Dividend 100. Dieser ETF enthält Unternehmen, welche zum Zeitpunkt der Aufnahme an 4 von 5 Jahren eine Dividende gezahlt hatten. Außerdem dürfen die Unternehmen in den letzten 5 Jahren kein negatives Dividendenwachstum haben. Um eine finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten, darf die Ausschüttungsquote maximal 60% betragen. Eine Ausnahme bilden dabei die Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, welche eine Ausschüttungsquote von 80% haben dürfen. Als zweiten ETF nehmen wir den SPDR S&P US Dividend Aristocrat. Um in diesem ETF zu gelangen, müssen die Unternehmen seit mindestens 20 Jahren keine Dividendenkürzung vorgenommen haben und eine positive Eigenkapitalrendite aufweisen. Der Grund dafür ist recht einfach. Ein Unternehmen sollte einen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre in Form einer Dividende ausschütten. Wenn die Dividendenzahlung auf Pump erfolgt, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen Insolvenz anmelden muss. Der dritte ETF hat eigentlich die gleiche Vorgabe wie schon der SPDR S&P US Dividend Aristocrat. Allerdings müssen die Unternehmen im SPDR S&P Global Dividend Aristocrats diese Vorgabe erst seit 10 Jahren erfüllen. Die Mischung der 3 ETFs sorgt für eine gute Diversifikation mit einem guten US-Anteil. Europäische und asiatische Unternehmen schaffen es auch so in dein Portfolio. Da die 3 ETFs einen unterschiedlichen Ausschüttungsrhythmus haben, bekommst du in jedem Monat eine Dividendenzahlung. Wenn du in jedem der 3 genannten ETFs die gleiche Summe anlegst, kannst du mit einer Dividendenausschüttung von etwa 3,7% rechnen, was schon recht ordentlich ist. Durch die Aufteilung der Geldanlage in viele verschiedene Unternehmen ist auch das Risiko etwas geringer. Unterstütze uns bitte, indem du den Kanal abonnierst. Was hältst du von dieser Aufteilung? Schreibe deine Meinung doch in die Kommentare und hier hast du noch 2 weitere Videos von uns zur Auswahl. Bis dahin!